Hinterfrage die Taten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Das Wochenende liegt vor uns. Wir schauen mal, welche Botschaft hier mitkommt. Hier könnte es kleinere Konflikte geben, vielleicht auch Konflikte mit den Kindern oder mit dem inneren Kind. Die Möglichkeit, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Etwas zu erfahren, das dann Konflikt auslöst oder ja, wo man vielleicht auch Streitigkeiten hat. Hier liegt sehr viel Wissen, das aufgeht, Erfahrungen, die wir machen. Ne? Etwas, was wir nicht gesehen haben oder übersehen haben, kommt an die Oberfläche. Es kann hier sogar etwas Verdrängtes aus der Kindheit sein. Ja, und hier kommt die gute Frage halt, ne? Wo nehme ich mich in dieses Szenario mit rein? Wo übermannt mich diese Ehrlichkeit oder wo nehme ich mich auch deshalb raus? Ja, eigentlich gut. Man hat wieder die Wahl. Man hat hier diese Einflüsse von außen, mit denen man nicht gerechnet hat. Es kann hier etwas sein, das sehr schnell eine andere Wende kriegt oder eine Richtung wechselt. Möglicherweise ist es auch eine Lebenslektion, eine Erfahrung, die dem Leben dient und etwas, das auch Hindernisse aus dem Weg schafft. Das Ganze ist sehr klärend, das könnte man hier so nennen. Ein kurzes Gewitter, wir haben den Klee unten. Ein kurzes Gewitter reinigt die Luft sozusagen. Wir kommen an ein Wissen dran, das wir später auf unserer Reise sehr gut wieder benötigen. Es ist etwas, was den Alltag betreffen kann oder was einen wirklich auch auf dem kurzen Weg gut klärt und weiterbringt. Hier wird einem auch klar, dass man vielleicht gar nicht mehr teilnehmen muss an etwas, das uns vorenthalten wurde. Es kann auch das Kinderthema sein. Ne? Hier sieht es so aus, als hat jemand absichtlich nicht die Wahrheit gesagt oder man selber vielleicht auch. Ja, hier geht es darum, die Erfahrung zu machen, wer man wirklich ist und wer man in Zukunft sein möchte. Und es ist eine Zeit, in der man so einen Aufweckruf kriegt. Ne? Wach mal auf, es ist dein Moment, deine Zeit. Wie verbringt man seine Zeit? Was möchte man in Zukunft wie haben? Das ist sozusagen irgendwie wie ein Weckruf, ne? Was hier als Konflikt angezeigt wird. Unterm Deck haben wir noch das Thema stärker werden, mehr Resilienz haben, Erfahrungen machen, mit denen man einfach stärker wird und eine frischere Perspektive nach diesem Gewitter hier einnehmen kann, das die Luft reinigt. Okay. Objektiv sein, also bei allem, was sich hier zeigt, auch nicht zu sehr persönlich betroffen sein, sondern tatsächlich eine frischere Perspektive einnehmen. Und im Prinzip geht es hier auch darum, seine eigenen Süchte zu überwinden, Phönix aufstehen zu lassen. Hier kann es sein, dass es um diese Sucht geht,
gebraucht zu werden, sich viel für andere einsetzen, sowas alles. Und damit auch verbunden, Schuldgefühle zu minimalisieren, die man für irgendetwas oder irgendjemanden aufgenommen hat. Und was hier auch sehr speziell ist, wir haben hier, dass wir übers Fühlen mehr zu uns kommen. Ne? Also, dass man hier von dem Gedankengut, das man hier so hat, oder wie man über die Dinge denkt, einfach mehr ins Gefühl geht, um sich selber und andere auch klarer wahrzunehmen oder die Situation an sich. Spannend. Ich hätte gerne noch ein paar Karten. Ich nehme hier mal noch die Transformationskarten hinzu, um zu gucken, was ich da transformieren könnte. Ja, wie macht man weiter? Ne? Hier ist das Thema in Würde altern. Hier haben wir so dieses, das Leben, die Vitalität in unserer eigenen Hand sozusagen. Wir haben sehr viel, was daran nagt, vielleicht auch Lebensenergie abzieht, weil hier gewisse Abhängigkeiten irgendwo hin sind. Und man darf sich hier tatsächlich überlegen, was ist hier gesund für mich und was nicht. Und wenn ich einen objektiven Blick einnehme, wie schaffe ich das dann, dass ich einfach in Würde und in guten Dingen und in einer gewissen Resilienz auch weitermachen kann. Ne? Also hier knallt es einem die Wahrheit um die Ohren, die einem selber auch sehr gewinnbringend auf dem kürzeren Weg etwas mitgeben kann, bei dem man selber mit sich besser umgeht. Es ist sehr spannend und auch sehr treffend irgendwie. Und auch, glaube ich, eine aufrüttelnde Wahrheit. Eine aufrüttelnde Erkenntnis. Ups. Die hat mich förmlich angesprungen. Hier haben wir die Brennnessel. Ne? Das ist ja auch so ein Element, das Gifte ausschwimmt. Ein Element, eine Pflanze. Und ein sehr reinigendes, eine sehr reinigende Pflanze. Und hier sagt die Pflanze, dass Kümmernisse davon fliegen, dass sich etwas reinigt, dass der Geist und der Körper sich befreit von Belastungen und dass dadurch dann die Energie wieder frei fließen kann. Und ich glaube, dass man das hier auch braucht. Also hier muss sich etwas ändern, damit man das, wie man weitermachen will, einfach gut hinkriegt und auch machbar. Ne? Das muss ja alles immer auch machbar sein. Es nützt uns ja die schwierigste Lebensanleitung nichts, wenn wir dann denken, was für ein Berg, das möchte ich eigentlich gar nicht erst anfangen. Wir gucken noch mit den Sanssouci Cards und dann lasse ich das mal so stehen. Jetzt muss ich doch schmunzeln. Der sture Esel. Ne? Hier darf man mal das Tempo rausnehmen, Sturheit aufgeben. Möglicherweise hat man sich in irgendeinem Bereich auch gehen lassen oder andere. Und es kommt jetzt so, ne, wir haben ja hier so, man trägt die Last der anderen mit und jetzt kommt es so an die Oberfläche und ein Streit steht bevor. Hier haben wir einen Konflikt. Ne? Nur weil jemand hier auf seine Dinge beruht oder aus Sturheit irgendwie auf seine Prinzipien, auf seinen Prinzipien auch reitet. Das Stichwort, sich in irgendeiner Weise gehen zu lassen, ist hier natürlich mit an Bord und auch sehr passend, weil wenn ich mich nicht ein bisschen um mich selber kümmere, dann habe ich es in Zukunft eben auch schwerer. Okay,
Ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein gediegenes Wochenende. Ich drücke euch bis bald.